kann es sein, dass der Körper sich besser aufstellt, sich verbessert, also sowohl von der Haltung, von der Wirbelsäule meinetwegen oder auch von der Zahnstellung, das ist bei mir nämlich jüngst passiert, und somit etwas, was früher ein Problem darstellte, das zu dieser oder Deformation der Zähne oder auch des Rückens geführt hat, dass dieses Thema jetzt dermaßen behandelt wurde, neutral ist, sich abgewickelt hat, sich aufgelöst hat, dass dann das körperliche Symptom sich tatsächlich wieder in Richtung, ja, ich sage jetzt Normalität, also so wie es eigentlich sein soll. Ich will das Beispiel mal bringen mit meiner Zahnstellung. Ich hatte, solange ich denken kann, solange ich mich erinnere, und ich erinnere mich von Anfang an, meine beiden Schneidezähne, also meine beiden Einser-Schneidezähne, die großen, mittleren, die hatte ich so mit Lücke. Also es gab eine Lücke, diese Lücke nennt man Diastema. Und ich weiß noch, ich bin in jungen Jahren ja in der Zahntechnik ausgebildet worden und habe damals mich informiert und man hat mir gesagt, Carola, das kriegst du niemals weg, beziehungsweise das kann man wegkriegen, aber eben nur, wenn man kieferorthopädische Maßnahmen einleitet. Und das wollte ich damals nicht, das wollte ich oder konnte ich mir finanziell auch nicht leisten. Und es hieß dann, man muss das Lippenbändchen kappen und wenn das Lippenbändchen, das ist also zwischen diesen beiden Schneidezähnen, wenn das Lippenbändchen gekappt ist, dann können die Zähne wieder zueinander, aufeinander zuwandern und die Lücke schließt sich, wenn die anderen Zähne im Kiefer, im Zahnbogen soweit den Push bringen und die Bewegung nach vorne antreiben. Oder auch es wird dann mit Spange nachgesteuert. Ja, das wollte ich nicht und habe mich aber mein Leben lang mit meinem Diastema durchs Leben gequält und fand es immer super hässlich. Ich habe mich jedenfalls, gerade weil ich dann in der Zahntechnik gearbeitet habe, immer an wunderschönen Zahnreihen nicht satt sehen können. Also ich habe immer einen Fokus gehabt und habe den bis heute auf die Zähne von Menschen, weil ich immer denke, so, boah, wenn man so einen schönen Zahnbogen hat, so schöne, nicht unbedingt gerade, aber auf jeden Fall geschlossene Zahnreihen, das fand ich immer sehr attraktiv. So, jetzt die Frage, bei mir hat sich diese Bezahnung, also gerade im Frontzahnbereich, von alleine, ich kann sagen, dass ich einiges unternommen habe, aber im Endeffekt weiß ich nicht, ob das, was ich unternommen habe, dafür zielführend war. Kann sein. Die Frage ist jetzt, die würde ich gerne an mein Herz stellen. Was ist da passiert? Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit, wenn es um das Thema Diastema geht und Zahnreihenschluss bzw. Schließen dieser Lücke der Frontzähne, dann frage ich dich, mein Herz, was war da ursächlich das, was es bewirkt hat? Mein Herz hat geantwortet, es waren mehrere Dinge, aber auf der psychologischen Ebene stehen die Frontzähne ja dafür, dass man sich was abbeißt. Also dass man von etwas abbeißt, zubeißt, zuschnappt. Und da wurde mir gerade gesagt, hat ein Wandel stattgefunden, in dem, dass ich zubeißen möchte, mir das nehmen möchte, was mir gehört und mir das erarbeiten möchte. Und das hat sich im Vergleich zu früher verändert. Frage ich jetzt, kann man jetzt schlussfolgern, dass jemand, der so eine Zahnlücke hat, eher in so einer Opferhaltung ist? Darstellen, warum meine Zahnlücke der Frontzähne sich geschlossen hat. Boah, das ist sehr diffus. Jetzt kommt was. Das hat sich so angehört und gefühlt, als wenn ich normalerweise mit der Zahnlücke
mir etwas entgehen lasse. Also wenn man sich überlegt, wie diese Zahnlücke im Zubiss ist, dann ist ja in der Mitte, wird ja nichts gebissen, da wo die Lücke ist. Und insofern kann man da auch nichts nehmen, was man eigentlich abbeißen würde. Also da entgeht einem ja etwas. Und da scheint eine Wandlung, also das war jedenfalls die Antwort meines Herzens, da scheint eine Wandlung stattgefunden zu haben, dass ich jetzt quasi das ganze Stück nehme. War mir ehrlich gesagt vorher nicht so bewusst, dass ich das nicht getan hätte. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit, ist es tatsächlich dieser Zusammenhang, den ich gerade eben dargestellt habe? Ja, und das sagt das jetzt nochmal. Und es hat wirklich etwas zwischen in dieser Haltung zwischen Opfer und Schöpfersein zu tun, dass diese geschlossene Zahnlücke mehr darstellt, dass man ein schöpferisches Prinzip lebt. So kann man das sagen. Sehr spannend. Und jetzt wäre die Frage, was passiert denn, wenn ich meine Zähne zum Beispiel durch die Veneers schließen lasse? Habe ich dann auch den Effekt des Komplett-Zubeißens sozusagen künstlich herbeigeführt? Ja, hast du auch. Und auch dahinter hängt eine innere Haltung. Weil man könnte es ja auch so lassen. Es hat ja physiologisch keine großen Nachteile. Okay, das ist sehr spannend. Da wäre ich jetzt wirklich interessiert, ob du, wenn du eine Zahnlücke hast, wenn du ein Diastema hast, für dich sagen kannst, dass du vom Gefühl her oder dass du von dem, was du über dich weißt und erkannt hast, wenn du denn so ein reflektierter Mensch bist, schon entdeckt hast, dass du dich öfter mal in dem Opferstatus fühlst und ob du, ja, wenn du diese Wandlung durchgeführt hast von offener Zahnlücke zu geschlossener Zahnlücke, dann wäre es natürlich super interessant zu wissen, ob sich da was womöglich auch so rum geändert hat. Also man könnte ja auch vermuten, man lässt die Zahnlücke schließen und wird dann eher mehr zum Schöpfer und verliert diese Opferhaltung. Ich hoffe im Laufe der Zeit, das Video wird ja wahrscheinlich länger online sein und manchmal ergibt sich dann auch erst nach Jahren etwas oder ich setze das Thema selber nochmal fort. Auf jeden Fall ist die Zahnstellung und das, wie Zähne zueinander stehen, von Geburt an oder von Kleinkind an, super interessant und hat sicherlich viel damit zu tun, welche Eindrücke wir im Laufe unseres jüngeren Lebens abgelegt und abgespeichert haben. Verabschiede ich mich heute von dir und sage alles Liebe, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Achso, und wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass gerne einen Like-Daumen und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann nutze jetzt die Gelegenheit. Wenn du dann noch die Glocke aktivierst, dann kriegst du immer wieder eine Erinnerung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ciao, ciao!